Dalli, Dalli! Wenn Promis an einer überlebensgroßen Kaffeemühle baumeln. Vorsicht! Oder wenn Teilnehmer einer Quizshow auf einem riesigen Baumstamm balancieren und eine Fahne erreichen müssen, um Punkte fürs Team zu sammeln. Wenn solche Spiele im Fernsehen laufen, dann steckt oft er dahinter. Hakan Avcı, Spieleentwickler aus Gießen. Das Tolle ist, es gibt nicht so viele SpieleentwicklerInnen. Es gibt Spieleautoren, die entwickeln Brettspiele. Es gibt Game Designer, die machen Computerspiele. Und wir sind Spieleentwickler. Alles, was diese beiden Bereiche nicht abdecken, das machen wir. Und was das so ist, das probiert unsere Reporterin Marit Theser heute aus. In einem früheren Gewächshaus in Lich ist Hakans Versuchslabor. Wir haben hier eine tolle Minigolffläche für dich vorbereitet, aber wir spielen nicht Minigolf, sondern Billardgolf. Und statt den Minigolfschlägern bekommst du von mir einen Kö. Gut Schlag. Dankeschön. Hakan achtet bei seinen Spielen immer darauf, dass man sie schnell lernen kann. Denn zu schwierige Spiele sorgen nur für peinliche Momente. Super. Das ist ein Spiel, was super für eine Fernsehshow funktionieren würde, weil es zwei Sportarten zusammenbringt. Wir haben hier einmal als Spielfläche Minigolf und bringen jetzt hier nochmal das Spiel Billard mit rein. Crossover sind total beliebt, das könnte man so 1:1 direkt in eine Fernsehshow stellen. Hakans Spiele kann man übrigens nirgendwo kaufen und er baut alles selbst. Nichts ist hier von der Stange. Der gelernte Textilveredler hat ein großes Lager und viel handwerkliches Geschick. Bei den Spielexponaten ist es so, dass wir meistens nichts fertig kaufen können und alles selber produzieren müssen. Und auch hier bei dem Doppel-T-Shirt habe ich mir eine Nähmaschine besorgt und es selber zusammengenäht. Und das sind ganz tolle Facetten unserer Arbeit als Spieleentwicklerin. Auf Marit wartet schon das nächste Spiel. Wir haben hier einen Spielaufbau mit 15 Nadeln. Die Öhre werden immer enger und deine Aufgabe ist es, diesen roten Faden innerhalb einer Minute durch alle Nadeln durchzuziehen. Uff. 1 Minute für 15 Nadeln, das ist kaum zu schaffen. Dazu eine Geschicklichkeitsübung, bei der man im Alltag verzweifelt. Das sorgt in einer Live-Sendung für richtig Stress. Spaß macht's aber trotzdem. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich fand das richtig cool. Ehrlich gesagt, ich musste total an meine Oma denken. Von der habe ich nämlich diesen Trick mit, dass man den Faden so einmal umschlagen muss. Dann geht es viel, viel einfacher. Und ja, als ich klein war, hat sie mir das dann irgendwann mal gezeigt. Das hat sehr geholfen. Das Einfädelspiel ist übrigens schon in mehreren Shows gelaufen. Mit das Schwierigste ist für Hakan oft die Vorarbeit, denn er muss ja seinen Kunden erstmal erklären, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und so wird oft zuerst skizziert. Jeden Wunsch erfüllt Hakan übrigens nicht. Es gibt moralische Grenzen. Wir hatten zum Beispiel auch Spiele, wo wir wussten, okay, das geht jetzt vielleicht nicht mehr. Eins war zum Beispiel, einen 70-jährigen Mann an den Füßen nach oben aufzuhängen. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir gesagt haben, das geht zu weit. Das ist vielleicht doch eine Grenze, die wir nicht überschreiten wollen. Wer mal Lust hat, Spiele von Hakan auszuprobieren, mit seiner Firma hat er 2 Escape Rooms gebaut. Einen in Frankfurt und einen in Gießen. Spielen und Leute zum Spielen bringen, das ist Hakans Leidenschaft, schon seit Kindheitstagen. Ich komme aus einer Gastarbeiterfamilie. Wir sind 5 Kinder und sind in einem sehr engen Raum groß geworden. Wir hatten auch kaum Spielsachen und das hat dazu geführt, dass ich die meisten meiner Spiele selber entwickelt habe. Und daraus ist eine Leidenschaft geworden. Ein bisschen Talent habe ich scheinbar auch in diesem Bereich und jetzt ist es mein Beruf und das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dalli, Dalli! Und der Fantasie von Hakan Avcı sind sowieso keine Grenzen gesetzt. So werden dann auch mal Wahlplakate in Konfetti verwandelt. Hauptsache, es macht Spaß. Das ist doch das Wichtigste beim Spielen. Und weg mit dem alten...